Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht wieder ums Thema Bekleidung. Neben einem coolen Fahrzeug, einem tollen Retro-Scooter ist natürlich auch immer wichtig, dass man vielleicht ein bisschen schickere, trotzdem aber sehr sichere Kleidung anhat. Und ich habe heute eine Jeans hier, die ich euch mal zeigen werde, und eine Jacke, die sehr cool ist. Jetzt gehe ich erstmal auf die Details ein, zeige euch mal, wie die Sachen aussehen. Kommen sehr schön verpackt. Die Firma, die die Hose und die Jacke herstellt, ist Pandomoto. Vielen vielleicht schon bekannt von euch, machen ganz tolle Motorradsachen mit sehr hohen Sicherheitsstandards. Und ich fange einfach mal an mit der Hose. Da müsste auch noch ein Gürtel drin sein. Ich habe nämlich auch noch einen Gürtel. Hier ist noch ein schöner Ledergürtel mit drin. Auch sehr schön, wenn man eine coole Hose hat, dann finde ich immer wichtig, dass man da auch noch einen anständigen Ledergürtel zu hat. Der ist auch von Pandomoto. So, das ist jetzt die Hose. Ich habe eine ganze Menge Jeans schon zum Motorradfahren in unterschiedlichen Farben, schwarz, blau, und dachte mir jetzt, ich brauche mal irgendwie was mit Taschen, also so ein bisschen so Cargo-Style. Ich zeige euch mal ein paar Details von der Hose. Handelt sich also um eine Cargo-Hose, das heißt, sie hat an der Seite hier schön große Taschen. Da habe ich, glaube ich, die Schilder noch reingepackt. Genau, kommt also mit einer ganzen Menge Informationen, auch über die Sicherheitseinstufungen, dreifach A+, 2 Seitentaschen oben noch und im hinteren Bereich auch noch mal eine große Gesäßtasche, auch wieder mit einem Druckknopf verschließbar. Die Hose ist hergestellt aus einem Cordura-Material, das ist so ein Stretch-Denim, und an den Stellen, die halt wichtig sind, wo man bei einem Sturz auch eventuell dann Reibung hat, die sind dann verstärkt mit Ballistex, ein hochstabiles Material. Wenn wir uns die Hose innen jetzt mal anschauen, dann sieht man hier, das Ganze ist hier auch zweilagig. Hier ist also innen drin diese zusätzliche Schicht. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Also hier hinten im Gesäßbereich sieht man schon, ist das Ganze nochmal verstärkt. Da ist dieses Ballistex mit eingearbeitet. So sieht jetzt die Vorderseite aus. Also auch in den Kniebereichen ist dieses Ballistex mit eingearbeitet. Mit der Hose werden dann auch Knieprotektoren gleich mitgeliefert. Die sind hier schon reingemacht. Das sind Level 1 Knieprotektoren. Sehr leicht, sehr dünn, trotzdem mit einem guten Schutz. Da gibt es 2 verschiedene Positionen, in denen man die Knieschoner je nach Größe dann reinmachen kann. Wird hier innen durch 2 separate Innenbereiche gemacht, sodass ihr das dann auf eure Größe anpassen könnt. Das finde ich immer ganz wichtig, dass die dann nicht irgendwie am Oberschenkel sitzen, oben die Protektoren, sondern dass die halt wirklich im Kniebereich sitzen. Das ist gut gemacht hier. Auch der Tragekomfort wird dann sicherlich gut sein. Das ist hier alles schön weich, gut verarbeitet. So sehen sie innen aus. Protektoren natürlich auch hier im Hüftbereich. Auch wieder dieselben Level 1 sitzen hier drin. Hier ist noch so ein Mesh-Material, da zeige ich euch gleich auch mal genau, wofür das ist. Dann haben wir hier außen noch so eine kleine Öse, die ist dann, um eventuell eine Schlüsselkette ranzumachen oder ein Schlüsselband. Das Material ist schön angenehm weich, aber wie gesagt, erfüllt trotzdem den höchsten Sicherheitsstandard von dreifach A+. Und das ist natürlich neben dem praktischen, dem Tragekomfort und der Optik eine ganz wichtige Sache. Jetzt seht ihr hier noch einen Reißverschluss, auch ganz schön gemacht. Den kann man öffnen und dann habe ich hier ein großes Fach drin, und das ist die Belüftung. Hier drin ist so ein Meshmaterial, und wenn ich das dann öffne, dann habe ich hier vorne schön den Wind rein, der dann im Hochsommer schön noch die Beine ein bisschen durchlüftet und kühlt. Im unteren Bereich hier am Bund habe ich noch eine Verstellmöglichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt Stiefel anhabe, das ist mit so einem Gummizug gemacht, kann ich mir das hier unten noch enger einstellen, sodass dann der Abschluss an der Hose unten noch ein bisschen besser ist. Ansonsten wirklich gut verarbeitet, auch die Nähte, alles mit Kettenstichen noch zusätzlich abgesichert. Dann halt, wie gesagt, Cordura-Material, Ballistex mit eingearbeitet in den Stellen, die extrem gefährdet sind. Dann die höchste Leistungsstufe, was den Schutz angeht, also CE-zertifiziert. Schöne große Cargotaschen, eine Lüftung mit drin, und das Ganze wird dann halt auch gleich mit den Protektoren geliefert. Ja, das ist also die Mark Black. Sehr gute Hose, sehr hoher Sicherheitsstandard. Und ich zeige euch gleich, wenn ich draußen bin und eine Runde fahre, wie die dann natürlich angezogen aussieht. Jetzt noch zum Preis der Hose. Die ist natürlich nicht sehr günstig. Da sind sehr hochwertige Materialien eingearbeitet. Gerade dieses Cordura und Ballistex, was jetzt zum Schutz mit eingearbeitet ist. Ist aber natürlich auch sehr wichtig, um eine Hose zu haben, die im Fall der Fälle dann auch guten Schutz bietet. Die Hose gibt es in 2 Farben. Einmal in schwarz und einmal in so einem Olivgrün. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Kostet 329 €. Also ein bisschen hochpreisiger, aber so eine Hose kauft man jetzt auch nicht so oft. Es sei denn, man nimmt sehr viel zu oder ab. Hält wahrscheinlich ewig. Meine anderen Motorrad-Jeans habe ich zum Teil schon seit Jahren. Und dadurch, dass sie halt ein sehr robustes Material hergestellt sind, gibt es da auch keine Probleme mit der Haltbarkeit. Hat man also für sehr lange Zeit. Von daher bin ich halt, ihr kennt mich ja, ich mag halt immer schon etwas sicherere Sachen. Aber wenn die halt auch noch cool aussehen und halt zu dem Retro-Stil von einem Roller passen und dann trotzdem noch Sicherheit bieten, dann ist es natürlich die perfekte Kombi. Und dann gebe ich lieber mal ein bisschen mehr aus und habe dann auch was Anständiges. Das ist also die Mark Black dreifach A
von Pandomoto. Tolle Hose. So, hinter mir hängt jetzt das nächste Teil von Pandomoto und das ist eine Jacke. Und das finde ich schon mal sehr gut. Die meisten Jacken werden dann irgendwie in so einer kleinen Plastiktüte geliefert. Das kennt ihr wahrscheinlich. Die Jacke hier wird in einem wunderschönen Kleidersack geliefert. Das finde ich richtig gut. Hat man gleich auch was, um dann die Kleidung zu verstauen. Mit einem Bügel dabei. Und ich packe die jetzt mal aus und zeige euch die mal. Das ist jetzt auch von Pandomoto eine Motorradjacke, die ich jetzt mir ausgesucht habe im passenden Stil zu der Jeans. Die Jacke ist auch so ein bisschen im klassischen Stil geschnitten, nennt sich M65, angelehnt an die amerikanischen Armeejacken. Ist auch ein bisschen so geschnitten, ne? Kennt ihr vielleicht so diese, die gibt es normalerweise in grün, die so zwei Fronttaschen haben, oben die beiden Taschen, Stehkragen. Das Interessante bei dieser Jacke hier ist auch wieder, es ist eine sehr sichere Jacke, die hat jetzt den Zweifach-A-Standard, auch wieder hergestellt aus Cordura. Und was für mich interessant war bei der Jacke, die ist wasserdicht. Ja, also die ist also Material gemacht, wo das Wasser, wenn man es raufkippt, ich mache es jetzt erstmal nicht hier im Studio, aber wenn ich da jetzt Wasser rauf mache, das perlt dann ab. Die Jacke ist also tatsächlich wasserdicht. Und wie bei den meisten Motorradjacken klassisch Protektoren hier oben in einem Schulterbereich und auch Protektoren am Ellbogen. Die sind jetzt nicht so voluminös, das kennt ihr vielleicht bei manchen Jacken, dass ihr da wie so einen Panzer habt. Das sind relativ weiche, also ganz angenehm. Die zerstören also nicht den Schnitt und die Optik. Trotzdem aber diese D30-Protektoren hier drin. Aber das sieht halt dann wahrscheinlich nachher, wenn sie angezogen ist, die Jacke, nicht ganz so wülstig aus, sondern ein bisschen mehr angepasst. Das ist auch eine Slim-Fit-Jacke, also die ist eher schlank auf den Körper geschnitten. Von daher wird die sicherlich auch ganz gut aussehen dann. Diese M65-Jacke von Pandomoto gibt es in schwarz nur. Die meisten Sachen von Pandomoto, das ist glaube ich so ein bisschen deren Brand, sind in schwarz. Deshalb sehen die auch alle relativ cool aus. Außer jetzt halt die Mark Black Hose, die gibt es auch in Olivgrün. Und die M65-Jacke, die kostet 295 €. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. So, ich gehe jetzt raus, eine kleine Fahrt machen. Ist tolles Wetter draußen. Werde jetzt die beiden Sachen auch anziehen, sodass ihr mal sehen könnt, wie die dann nachher auch getragen aussehen. Ja, traumhaftes Wetter heute. Ich zeige euch jetzt gleich erstmal die Hose, weil dann brauche ich die Jacke nicht anziehen, das ist mir zu warm. Also das ist die Cargo-Hose von Pandomoto, die Mark Black. Super bequem. Also beim Fahren, man merkt sofort, dass die extrem elastisch ist. Also man sieht schon, ich kann mich hier gut bewegen mit. Ja, also da kneift nichts. Super angenehm. Cargohosen natürlich immer den Vorteil, schöne große Taschen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es immer super, wenn ich da irgendwas reinpacken kann. Dann habe ich hinten noch zwei Taschen, die großen Seitentaschen. Wenn es dann ein bisschen zu warm wird, kann ich mir hier die Belüftung aufmachen. Auch sehr angenehm. Ja, dann hat man hier einen schönen Fahrtwind, der hier reingeht. Kühlt dann so ein bisschen den Oberschenkelbereich. Länge ist super. Man sieht's, ich trage die jetzt über den Stiefeln. Was sehr schön ist, ich habe hier Protektoren natürlich überall drin. Das sind D30 Protektoren Level 1. Hier einmal am Beckenbereich, die zweiten in den Knien drin. Da der Vorteil, die sind zweistufig verstellbar. Ich kann die also in verschiedenen Höhen positionieren. Je nachdem, wie groß ich bin, kann ich das also nochmal anpassen. Ist eine doppellagige. Hier habe ich jetzt noch dieses Ballistex mit drin als zweiten Layer. Den merkt man aber jetzt nicht groß. Muss ich sagen, das trägt sich total komfortabel, genau wie eine Einlayerhose. Ist natürlich, wenn man guckt, hier sind so Abnäher dran. Da sieht man, wo das eingenäht ist. Also in den Stellen, die wichtig sind, wo halt bei einem Sturz man sich eventuell verletzen könnte oder wo halt Reibung entsteht, also Gesäß, Knie, hier der vordere Bereich. Das ist sehr schön gemacht, hatte ich euch ja vorhin schon im Studio gezeigt. So sieht sie von hinten aus. Hinten also auch nochmal zwei Taschen dran. Ja, wenn ihr euch für diese Hose interessiert, es gibt auch einen Rabattcode, also für beides, für Jacke und Hose. Und zwar 10% bekommt ihr, wenn ihr einfach den Code MARK eingebt bei der Bestellung. Und bei dem Kaufpreis macht es dann schon eine Menge aus. Also bei der Hose bin ich super zufrieden. Ich zeige euch jetzt mal die Jacke. So, das ist also jetzt die Jacke dazu. Also was auch beim Tragen auffällt, extrem leicht. Bewegung, das ist mir immer sehr wichtig, wenn ich auf dem Motorrad sitze, gerade so diese Armbewegung nach vorne, die muss funktionieren. Da darf mich hinten irgendwie nichts einschränken. Und das ist ganz schön, die hat hier hinten so eine Abnäher drin, sodass die Bewegungsfreiheit nach vorne schön gegeben ist. Das dehnt sich dann halt hier auf. Kommt trotzdem kein Regen rein, ist also alles wasserdicht. Aber ich habe extreme Bewegungsfreiheit und super leicht. Dazu wasserdicht das Ganze, sehr schön. Und ich habe große Taschen vorne, da passt eine Menge rein. Taschen oben, eine Tasche innen. Kann dann hier die Ärmel noch in der Weite verstellen, sodass ich mir das ganz eng machen kann. Dann kommt da auch kein Wind mehr rein. Auch sehr praktisch, stufenlos. Ja, und so im Gesamten sieht die Jacke auch jetzt nicht so sehr nach Motorradjacke aus. Wenn jetzt hinten im Rücken, ne, da ist der Protektor schon drin, der große. Wenn der jetzt nicht wäre, würde man es vielleicht gar nicht sehen, dass es eine Motorradjacke ist. Denn die Protektoren im Ellbogen und in den Schultern, die tragen jetzt nicht groß auf. Die sind relativ unauffällig, die bewegen sich auch schön mit. Da drückt nichts, das hat man manchmal auch, gerade so bei Level 2, wenn die so ein bisschen härter sind. Und man macht dann so Beugebewegungen mit dem Arm.
boah, dann fängt das manchmal richtig am Ellbogen an zu drücken. Das haben die gar nicht. Die passen sich total dem Körper an. Das sind diese D30. Das sind diese D30-Protektoren, die auch luftdurchlässig sind. Da atmet also auch alles. Super angenehm zu tragen. Ja, und in Kombination mit der Hose, finde ich, ist es doch an sich ein ganz cooles Outfit. Kann man zu allem tragen. Also ob ihr jetzt einen Roller fahrt, eine Vespa, einen Lambretta, einen Cafe Racer, einen Cruiser, was auch immer. So ein schwarzes Outfit passt immer. Und das sieht nicht so nach Motorradkleidung aus, sondern kann auch im täglichen Gebrauch genutzt werden. Von daher vielseitig verwendbar. In der nächsten Zeit werden sicherlich noch mehr Videos kommen, auch über das Thema Motorradbekleidung, Motorradhelme, Handschuhe. Das ist ja ein Riesengebiet, auch Schuhe natürlich. Und da werde ich euch natürlich immer ab und zu mal Tipps geben, wenn ich da irgendwas Neues gefunden habe, was ich für mich halt nutze und was da vielleicht für euch auch interessant ist. Es kommt bestimmt auch noch ein Video über technisches Zubehör, also was nehme ich jetzt auf meine Reisen mit. Da geht es ja jetzt nicht nur um Kleidung, da geht es ja auch um Sachen wie Schlösser, Sicherungen, technische Sachen, die man mitnimmt, Werkzeug, alles Mögliche. Da mache ich bestimmt auch noch mal ein separates Video, dann seht ihr, was ich da immer so an Zubehör noch mitnehme. Ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Ich blende alle Sachen unten in der Videobeschreibung ein, Jacke, Hose, auch den Rabattcode schreibe ich da noch mal rein, falls ihr Interesse habt, dass ihr den gleich findet. Und wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.